Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Vitalis von Compagnon. Ich zeige euch heute unseren neuen Element 20 Liter Rucksack. Das ist die kleine Version von dem Element Backpack, den ihr schon kennt. Und zwar haben wir den auch wieder in zwei Farben. Einmal in dem Schwarz, dem Vulcano Black und dem Desert Brown. Ich stelle gleich den Schwarzen weg. Jetzt habt ihr die Farben gesehen und gehe dann beim Braun ein bisschen auf die Details ein. Hier seht ihr jetzt die neue kleinere, kompaktere 20 Liter Variante des Element Rucksacks. Wir verwenden ab diesem Jahr in der Element Serie recyceltes Außenmaterial, und zwar ist es AX Carbon verstärktes Material. Da seht ihr diese Kreuze, wie es ihr bisher von den Element Produkten auch kennt. Das macht den Rucksack sehr stabil und reißfest, ist nach wie vor ein super reißfestes, trotzdem leichtes und robustes Material, was super für den Outdoor-Bereich geeignet ist. Auch haben wir die getapten Reißverschlüsse, wie ihr es von dem großen Rucksack kennt. Wir haben hier einen Schnellzugriff, durch den man sofort ans Equipment kommt. Wir haben aber auch uns über die Sicherheit Gedanken gemacht. Genauso wie beim großen haben wir hier einen Karabiner, mit dem man die zwei Gleiter sichern kann. Die zieht es dann hier nach unten und so habt ihr auch eine Sicherheit, dass niemand direkt ans Equipment drankommt von außen. Auch haben wir hier eine Halterung für ein Stativ oder eine Wasserflasche. Wenn ihr den Seitenzugriff nicht nutzt, könnt ihr dafür die Seitentasche nutzen. Auch haben wir auf der anderen Seite eine Flaschenhalterung und auch hier die Gurte, damit man auch ein längeres Stativ mit schön dazu packen kann. Dann haben wir hier auch ein kleines Fach, wo man Dokumente oder auch Riegel, so Sachen reinpackt, wenn man unterwegs ist. Hier haben wir auch an dem Rucksack unsere große Fronttasche. Die mache ich mal auf, dann seht ihr, was drin ist. Und zwar haben wir hier zwei Netzfächer, ein großes Netzreißverschlussfach, da könnt ihr alle möglichen Sachen mit unterbringen, die ihr dann schnell mal von außen zugreifen könnt, mal ein Riegel oder vielleicht ein Butterbrot, wenn ihr irgendwo wandern seid. Auch haben wir hier vorne noch ein kleines Fach, wo man einiges mit runterbringen kann, Geldbeutel oder sonstige kleine, mal ein Dokumentenfach oder so. Wir haben auch an dem kleinen Element unser bewerbtes Rolltopffach mit eingebaut. Und zwar kommt dann man da über unseren Fitlock-Verschluss dran. Ihr seht hier so einen kleinen Griff, da zieht man nach vorne und dann nach oben, dann geht es auf und zu geht es einfach, wenn man es fallen lässt. So, wir wollen jetzt ans Rolltopffach, dann könnt ihr das einfach hochrollen. Ihr seht jetzt, es ist verschlossen, überklebt. So machen wir es auf. Wenn ihr aber mal vielleicht irgendwo seid, wo es leise sein soll und ihr was im Rolltopffach drin habt, dann könnt ihr auch unseren Silent Mode, so nennen wir das, benutzen. Da seht ihr, hier ist ein Klett und hier, dann klappen wir das hier zusammen und können es dann einfach so zusammenrollen und kommen dann direkt dran. Wenn ihr aber maximale Sicherheit wollt, dann macht ihr natürlich komplett zu und habt dann das komplette Rolltopffach verschlossen. Im Rolltopffach selber gibt es auch nochmal ein Fach, wo ihr so ein bisschen was reinpacken könnt. Grundsätzlich ist das Rolltopffach für Sachen gedacht, die ihr nicht für Fotografie benutzen. Oder sagen wir mal, wenn ihr irgendwo wandern seid und im Hauptfach euer Fotoequipment habt, dann habt ihr oben vielleicht eine Regenjacke mit dabei oder eine Butterbrotdose oder so Sachen, die ihr mit dabei habt. Auch passt hier ein kleines Stativ rein oder sonstige Sachen. Eine Drohne könnt ihr oben reinpacken mit dem Controller und alles Mögliche, was ihr sonst so dabei habt. Wenn ihr dann das Rolltopffach wieder zumacht, rollt ihr es einfach zusammen. Angenommen, es ist so voll, dann kommt hier oben der Verschluss drüber. Hier haben wir genug Gurtband für die komplette Länge, verstellt ihr und dann packt ihr es zusammen, schließt wieder und so habt ihr sicher euer zusätzliches Equipment oder Klamotten oder was ihr sonst was habt dabei. Mit dem Rucksack liefern wir auch unser Mattcover mit. Das ist dafür gedacht, dass der Rucksack nicht schmutzig wird oder nicht nass.
ich sag mal so, den normalen Regen, den wir in unseren Breitengraden hier haben, verträgt der Rucksack ohne weiteres. Wir haben hier getapte Reißverschlüsse, das Material ist super dafür geeignet. Aber wenn ihr irgendwo in Monsum geht und auf eine Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr gerne das Regencover oder Mattcover, wie wir es nennen, drüber ziehen. Oder wenn ihr den Rucksack ein bisschen sauber halten wollt, wenn ihr irgendwo Fahrrad fährt und irgendeinen Trail runter und den Rucksack anhabt, dann könnt ihr gerne das Mattcover drüber packen. Kommen wir zum Hauptfach des Rucksacks, und zwar kommt man da dran von hinten dran, vom Rücken zu öffnen. Wir haben hier ein Laptopfach für 13 Zoll ungefähr, je nach Größe vom Laptop. Die Maße findet ihr bei uns auf der Webseite. Wir haben zwei abnehmbare große Reißverschlusstaschen, die kann man je nachdem, wie man will, positionieren. Und wir haben natürlich das Hauptfach, wo die Kamera drin Platz findet, plus Objektive und Ladegeräte und sonstige Sachen, die ihr dabei habt. Könnt ihr ganz variabel unterteilen, so wie es für euch passt. Und dann haben wir oben zum Rolltopffach hin noch eine Unterteilung, die mit Reißverschluss auch aufgemacht werden kann, wenn ihr vielleicht irgendwas Langes durchladen wollt, was im Rucksack drin sein soll. Haben wir auch immer wieder mal die Anfrage gehabt, dass das Stativ innen drin transportiert werden soll, und so könnt ihr das so durchladen, wie ihr wollt. Das war jetzt unser Erklärvideo zu dem kleinen Element-Rucksack. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, für was der zu verwenden ist und wo der Einsatzzweck ist. Wir hatten ja hauptsächlich die Anfrage von Fotografen mit einem kleineren Equipment oder von Frauen, die einfach einen kleineren Rucksack haben wollten in der Element-Variante. Das ist das Ergebnis, und ja, gerne könnt ihr jetzt den bei uns im Shop mal anschauen und gucken, welcher für euch passt. Viel Spaß damit!